Hallo zusammen, heute habe ich das HT206 AC/DC Duo Ladegerät für euch. Wie man anhand der ganzen Bilder erkennen kann, steckt sehr viel in diesem kleinen Kasten drin. Es hat 400 Watt, verteilbar auf 2 verschiedene Anschlüsse. Wenn wir es mal auspacken. Ja. Sehr stabiles Aluminiumgehäuse. Es hat 3 Lüfter zur Kühlung. Dann hier vorne die 2 Balancer-Anschlüsse, Anschlüsse für externen Temperatursensor, die Ladeanschlüsse. Sehr wichtig, ein USB-Anschluss mit 5 Volt und 2,1 Ampere für Handys und Tablets, falls mal auf der Rennstrecke das Handy ausgeht und ihr dringend was auf Facebook posten müsst. Dann kommen wir zu den diversen Kabeln, die dabei liegen. Das Ladekabel, Y-Kabel, natürlich auch das Stromkabel. Oh ja, sehr wichtig, genau. Die Balancer Boards, 2 Stück. So, ich werde jetzt mal eben kurz auch das Ladegerät vorbereiten für die nächste Szene. Das heißt, jetzt gibt es mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Gleich nochmal vorweg. Mit diesem tollen Ladegerät könnt ihr 2 verschiedene Akkutypen gleichzeitig laden. Heißt, euer Fahrakku LiPo ist leer. Euer Sendeakku Nickel-Cadmium ist leer, ist gar kein Problem, könnt ihr hier beide gleichzeitig dran anschließen und mit verschiedenen Eigenschaften laden. Jetzt werden wir dieses Ladegerät mal starten. Könnt ihr auch direkt schön sehen, das bunte Menü. Sehr wichtig, Kanal 1 und Kanal 2, dass ihr für jeden Kanal die gleichen Eigenschaften oder verschiedene Eigenschaften machen könnt. Dann kommen wir mal an den Punkt Settings. Ja, das finde ich sehr wichtig, dass man die Tastentöne ganz ausmachen kann. Ich finde es ein bisschen nervig, aber wie man es gerne hat. Ich lasse sie für die Aufnahme jetzt mal auf High. Dann habt ihr hier Low Input Voltage, falls das Ladegerät zu wenig Strom bekommt, dass es automatisch abschaltet. Hier könnt ihr den Balance Speed einstellen. Für die Rennstrecke auf Fast, für zu Hause natürlich auf Slow, akkuschonender. Hier könnt ihr sehen, 300, 100. Hier könnt ihr die Wattanzahl für die verschiedenen Kanäle einstellen. Geht halt auch nur bis zu dem Punkt 100 bis 300. Dann habt ihr hier die verschiedenen Sicherheitsoptionen für Kanal 1 und 2, die interne Temperatur, wenn das Ladegerät abschaltet, externe Temperatur, dafür braucht ihr noch den Temperatursensor, dann Capacity Cutoff, Safety Time Cutoff, kann man alles sehr schön einstellen. Hier habt ihr dann auch, je nachdem welchen Akkutypen ihr laden wollt, die Möglichkeiten dazu, das direkt einzustellen. Ich gehe jetzt mal auf LiPo, dann habt ihr hier die ganze Zeit das Menü an der Seite, was man schön durchswitchen kann. Die Einstellungen hier kann man wunderbar ändern. Es ist einfach alles ziemlich einfach gemacht. Und ihr könnt sie auch alle direkt speichern. Dieses Modell kann 8 verschiedene Typen speichern. Sprich, ihr habt einen gewissen Modus zum Entladen, zum Laden, für den Balancer. Das könnt ihr alles speichern und das 8 verschiedene Versionen. Das heißt, für jeden Akku, den ihr habt, ist bestimmt ein Punkt dabei. So, ich werde jetzt mal einen Akku vorbereiten. Ihr seht, wir haben einen 5200 mAh LiPo-Akku angeschlossen mit 6S. Ein sehr schöner Punkt bei dem Ladegerät ist die Kalibration. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, jede einzelne Zelle des Akkus einzeln nachzujustieren. Ihr könnt es auch nochmal resetten, falls ihr euch verstellt habt sozusagen. Dann habt ihr die Memory-Funktion. Hier könnt ihr ganz schnell abrufen, die Ladetypen, die ihr eingespeichert habt, um die jetzt direkt zu laden, damit ihr das nicht alles wieder von vorne macht. Haben wir aber noch nicht, deswegen klicken wir jetzt auf LiPo. Und hier habt ihr die Möglichkeit zu erhalten, laden, Balancer laden und entladen. Könnt ihr alles sehr schön und sehr schnell einstellen. Wir gehen jetzt mal auf Balancer Charge, nehmen jetzt einfach mal alles, was da steht und wollen das speichern. Ja, dann klickt ihr einfach mal hier drauf und speichert das. So, das ist gespeichert. Dann wählen wir den Punkt, nein, den Punkt hätte ich gerne aus. Und laden den Akku jetzt mal. Hier an der Seite könnt ihr die Temperaturen sehen, wie viel Volt da durchfliegt. Und schön mit Diagrammkurve. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt klicken wir einfach auf Kanal 2 und können komplett alles nochmal neu einstellen und gleich während des Ladens des ersten Akkus einfach ein anderes Akku nochmal einstellen. So, im Groben und Ganzen ist das Ladegerät damit schon erklärt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.